Ohne ihre Jachas, ihre Großmütter, wären sie häufig nicht mehr am Leben. Kinder mit Behinderungen in Uganda. Sie gelten als Fluch, werden von ihren Eltern oftmals verstoßen. Eine Woche lang begleiten wir eine hessische Hilfsorganisation aus Usingen nach Uganda. Eine Woche, in der wir auf bewegende Schicksale treffen. Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und vergessen werden. Die trotz ihres Lebens in Armut und Abgeschiedenheit ihr Lachen nicht verloren haben. Die Teams von Pro Uganda und einer weiteren Hilfsorganisation sind unterwegs im Bezirk von Mukono. Einmal monatlich versorgen sie Patientinnen und Patienten dort mit Lebensmitteln, Medizin und prüfen, welche Hilfsmittel sonst noch benötigt werden. Frank ist 8, sein Rollstuhl eine Spezialanfertigung. Und so können die dann eben wieder aufrecht sitzen, essen, spielen und nicht auf dem Boden dort dann sich befinden. Die Rollstühle, die es bei uns gibt, die würden auf dem Gelände, wie es man hier sieht in Uganda, überhaupt nicht funktionieren. Eva Maria lebt seit 12 Jahren in Uganda. Die 77-Jährige hat eine Hilfsorganisation gegründet, die seit kurzem mit der von Carsten zusammenarbeitet. Behinderte Kinder in vielen Teilen der Welt und auch hier in Uganda, das sind die an der letzten Stelle stehen. Viele werden umgebracht, viele werden an Bäume gebunden, viele werden weggeworfen. Das sind schon manche tragische Dinge. Die Kinder werden von den Müttern bei den Großmüttern abgegeben, die dann meistens verschwinden. Die Mütter und die Großmütter haben manchmal 10 Kinder, 8 gesunde Kinder, 2 Behinderte. Wie die das schaffen, alles mit Essen, mit allem, ist für mich immer wieder ein großes Fragezeichen. Aber sie tun es. Also ohne Großmütter würde Uganda nicht so weit sein, wie es ist. Uganda hat eine der jüngsten Bevölkerungen weltweit. Der Altersdurchschnitt beträgt 16, die Lebenserwartung knapp 60 Jahre. Irgendwann werden die sich aufopfernden Großmütter nicht mehr da sein. Ohne Hilfsorganisationen wären viele der Betroffenen dann komplett auf sich alleine gestellt. Ich ziehe mir viel Positives raus. Es ist aufreibend, aber es ist, ich denke, wie viele Ärzte, Krankenschwestern, die immer mit Schicksalen zu tun haben, hat man auch so langsam eine dicke Haut. Durch den Frank jetzt hier, den wir da besucht haben, der sich immer freut, wenn wir kommen. Und das gibt mir Kraft. Es geht tiefer in den Busch. Die Wege sind unbeständig. Hier lebt ein 13-jähriger Junge, der im Rollstuhl sitzt. Der Besuch ist nicht angekündigt, gerade ist niemand da. Vermutlich sind er und seine Großmutter auf dem nahegelegenen Feld. Das ist jetzt hier so eine typische Wohnstätte, wo die Ärmsten der Armen zusehen, dass sie ihr Alltag und Leben bewältigt bekommen, alleine so schon. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die dann ein Kind mit Handicap haben, wie schwer es dann für diese Familie ist, hier zurechtzukommen. Kurz darauf, jemand aus dem Team hat Junior und seine Jaja gefunden. Wie wichtig der Besuch der deutschen Hilfsorganisationen für den 13-Jährigen und dessen Großmutter ist, wird schon am Zustand des Rollstuhls deutlich. Man kann erkennen, was noch übrig geblieben ist von so einem Rollstuhl. Ja, trotzdem müssen die sich damit behelfen. Und wir können jetzt dann eben schauen, auf alle Fälle erstmal einen neuen ihnen besorgen. Ne? Dass du einen neuen bekommst und dann auch diesen Rollstuhl individuell anpassen. Dann sagt die Frau plötzlich, sie habe noch einen Rollstuhl. Nur fürs Ausgehen. Fürs Ausgehen. Es stellt sich raus, die Großmutter nutzt den nur für besondere Anlässe. Er sei zu schade, wenn sie aufs Feld gehe und ihren Enkel mitnehmen muss. Und zu schwer, um ihn auf den unwegsamen Strecken zu schieben. Carsten möchte den Rollstuhl daher austauschen lassen. Mehrere Wochen pro Jahr verbringt der Hesse in Uganda. Angst vor gefährlichen Situationen oder Krankheiten habe er nicht. Vielmehr beschäftigen ihn die Bedingungen, unter denen die Menschen hier teilweise leben müssen. Und dann geht man zu solchen Familien im Busch und dann muss man in so eine Lehmhütte rein. Das war zum Anfang für mich doch, hatte ich Bedenken.
kann ich schon sagen. Ne? Auch was erwartet einen da und wie reagieren die, auch wenn ein Weißer kommt. Viele haben ja noch nie einen Weißen so richtig nah gesehen oder berührt. All die ganzen Sachen, ja, das hat mich schon beschäftigt. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ja, sonst kommt ja auch keiner da rein oder geht da rein. Also gehen wir da rein. Sie sind bei Moses. Der 14-Jährige ist schwer krank. Er hat Malaria zum 2. Mal in seinem Leben. Bis zu seinem 7. Lebensjahr war er ein normales Kind. Hat dann die Malaria bekommen und ist seitdem im Rollstuhl, mental krank, Spastiker. Das sind wirklich die tragischen Dinge. Und wenn kein Geld da ist, dann kann man auch keine Medizin kaufen. Die werden versteckt. Der Junge liegt auf dem Boden, denn alleine schaffe es seine Jaja nicht, ihn woanders hinzutragen. Der Großvater muss tagsüber auf dem Feld arbeiten, kann ihr dann nicht helfen. Man sieht dann eben hier, aufgrund der Lagerung über Jahre wahrscheinlich ist der Oberschenkelknochen, ist dieser hier aus dem Hüftgelenk, welches hier ist, eben rausgesprungen. Man hat nichts gemacht, konnte nicht zum Arzt gehen und deshalb könnte das auch ein bisschen größeres Problem geben in der Versorgung. Ihn vielleicht jetzt einfach in so eine Orthese, also wo das Bein drinne gelagert wird, zu positionieren, könnte schon schwierig werden. Da müsste erstmal ein Röntgenbild haben. Ja, da müssten wir also jetzt erstmal ein Röntgenbild machen. Ein Röntgenbild machen, mitten im Busch, unmöglich. Moses müsste dafür in eine Klinik gebracht werden, was sich die Familie definitiv allein nicht leisten kann. Ich weiß, wir sind gleich. Ich bin nur ein Jahr älter als du. You know, we Musungos. You are a young girl. You are a young girl. Carsten hat Pro Uganda vor 10 Jahren gegründet. Es sind Begegnungen wie heute, die ihn in dem Hilfsprojekt bestärken. Wenn die Menschen da auf dem Boden rumkrabbeln oder die Kinder dann da kommen die Fliegen raus und so weiter, da muss man doch helfen. Die Frau, mit der ich das machen wollte, die ist jetzt schon im Himmel. Und die restliche Familie, die stehen alle so voll zu dem Projekt. Was mich eben auch sehr bewegt, dass nicht nur die Familie, sondern egal, meine Schüler bis hin zu meine Kollegen und Kolleginnen in der Saalbuchschule, bis hin zu vielen anderen Menschen, also dieses Projekt irgendwie klasse finden. Und morgen zu Besuch in der einzigen integrativen Schule der Region. Ein besonderes Fußballmatch und das große Finale. Wird die Prothese für Grace fertig? Im 5. Teil von Pro Uganda.